Hallo, meine Lieben. Liebes Planet Venus geht am 5. Juni in das Zeichen Löwe und bleibt dort bis zum 9. Oktober 2023. Der Planet Venus bleibt diesmal circa 4 Monate im Zeichen Löwe, was ungewöhnlich lange ist. Dies geschieht, weil Venus vom 23. Juli bis zum 4. September rückläufig wird. Wenn Venus im Transit durch das Zeichen Löwe wandert, beeinflusst dies uns als Kollektiv auf verschiedene Weise. Der Transit des Planeten Venus durch den Löwen bringt eine kraftvolle Energie des Selbstausdrucks, der Leidenschaft und des Stolzes mit sich. Wir können ein erhöhtes Bedürfnis nach Anerkennung und Wertschätzung verspüren und uns verstärkt auf unsere Talente und Kreativität konzentrieren, mit dem Wunsch, sie auch der Welt zu präsentieren. Und in Liebesangelegenheiten kann dieser Transit durch den Löwen eine starke romantische Energie in uns wecken. Wir fühlen uns leidenschaftlicher und mutiger in unseren Beziehungen und haben den Wunsch, großzügig und liebevoll zu sein. In dieser Zeit können wir uns auch mehr nach Bewunderung und dem Zentrum der Aufmerksamkeit sehnen. Die Liebe ist für Venus im Löwen eine Art Spiel, ein immerwährendes Spiel, denn Venus in Löwe steckt ewig in der Romantikphase einer Beziehung fest. Und Venus in Löwe liebt es auch, angebetet, verwöhnt und bewundert zu werden. Stolz und Leidenschaft sind die Markenzeichen dieses Zyklus. Während dieser Zeit ist unser Ego stark in unser Liebesleben eingebracht. Der negative Ausdruck dieser Stellung ist die Übertreibung unserer Gefühle nur um des Effektes willen. Der Venus in Löwe-Zyklus kann auch eine starke und gewinnbringende Zeit für Wettbewerbe, Lotterien, Partys, Erholung, Drama, Schmuck, Kunsthandel und alles, was golden ist, sein. Großzügigkeit und Wärme tragen zu unserer Fähigkeit bei, die richtigen Ressourcen anzulocken. Wir können in dieser Zeit den unwiderstehlichen Wunsch verspüren, aufzufallen, bedeutungsvoll zu sein und uns besonders zu fühlen. Gut, ich nenne nun nochmal zusammengefasst die positiven, aber auch negativen Auswirkungen des Venustransits in Löwe. Zuerst einmal natürlich die positiven Effekte. Da haben wir einmal die erhöhte Kreativität, die feurige Energie des Löwen in Verbindung mit der künstlerischen und sinnlichen Natur der Venus kann unseren kreativen Funken entfachen und uns helfen, uns auf neue und aufregende Weise auszudrücken. Dies ist eine wunderbare Zeit, um sich kreativ zu betätigen, zum Beispiel in der Kunst, der Musik oder auch beim Schreiben. Dann haben wir die romantischen Möglichkeiten. Venus in Löwe wird mit Leidenschaft, Romantik und Liebe in Verbindung gebracht. Dieser Transit kann zu einer neuen Romanze führen oder die Flamme einer bestehenden Beziehung neu entfachen. Es ist auch eine ausgezeichnete Zeit, um Gefühle auszudrücken und romantische Gesten zu machen. Dann haben wir das verbesserte Selbstvertrauen. Der Löwe-Einfluss dieses Transits kann dazu beitragen, unser Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen zu stärken. Wir fühlen uns nun wohler, wenn wir uns selbst ausdrücken und Risiken eingehen, was zu mehr persönlichem Wachstum und Erfolg führt. Dann haben wir noch das verbesserte soziale Leben. Venus ist ja auch der Planet der sozialen Interaktionen und kann uns helfen, mit anderen auf einer tieferen Ebene in Kontakt zu treten. Dieser Transit ist eine wertvolle Zeit, um Kontakte zu knüpfen, neue Freunde zu finden und bestehende Beziehungen zu verbessern. Dann haben wir auch noch die Finanzen. Venus wird mit Überfluss und Wohlstand verbunden und dieser Transit kann finanzielle Möglichkeiten und Erfolg bringen. Es ist eine gute Zeit, um neue geschäftliche Unternehmungen oder Investitionen zu tätigen. Okay, nun nenne ich auch noch allgemein negative Auswirkungen eines Venus-Löwe-Transits. Da hätten wir zum einen den Egoismus. Die Energie des Löwen kann uns manchmal egozentrischer und egoistischer machen, was zu Konflikten mit anderen führt. Dieser Transit kann dazu führen, dass wir uns auf Kosten anderer mehr auf
unsere eigenen Bedürfnisse und Wünsche konzentrieren, was zu Beziehungsproblemen führen kann. Dann haben wir einmal noch übermäßigen Genuss und Extravaganz. Venus wird mit Luxus und Genuss in Verbindung gebracht und dieser Transit kann uns dazu verleiten, zu viel Geld auszugeben oder uns Vergnügungen wie Essen, Trinken oder Einkaufen hinzugeben. Dies kann dann zu finanziellen Schwierigkeiten oder gesundheitlichen Problemen führen. Dann haben wir noch das dramatische und aufmerksamkeitssuchende Verhalten. Die Löwe-Energie kann dazu führen, dass wir uns nach Aufmerksamkeit und Anerkennung sehnen, was zu diesem dramatischen und aufsehenerregenden Verhalten führt. Dies kann zu Konflikten mit anderen führen oder uns unaufrichtig erscheinen lassen. Und dann haben wir noch die Eifersucht. Venus wird ja auch mit Besitzgier und Eifersucht in Verbindung gebracht. Und dieser Transit kann diese Tendenzen dann noch verstärken. Dies kann zu Konflikten in Beziehungen oder Freundschaften führen. Und zu guter Letzt haben wir noch den Mangel an Konzentration und Disziplin. Die nachsichtige und vergnügungssüchtige Natur dieses Transits kann es auch schwierig machen, sich auf Verantwortlichkeiten zu konzentrieren oder Disziplin zu wahren. Dies kann dann zu Problemen in der Arbeit oder auch im Privatleben führen. Bitte beachte, dass wir meist eine Mischung aus positiven und auch mal negativen Auswirkungen verspüren werden. Je bewusster ein Mensch ist, je besser wird er die negativen Seiten erkennen und dann auch bewusst steuern können. Ja, so nun komme ich gleich zu den Transiten, denn gleich am 5. Juni, also wenn Venus in das Zeichen Löwe eintritt, haben wir eine Opposition zu Pluto. Somit geht es gleich zur Sache. Während dieses Transits kann es zu intensiven Beziehungsdynamiken kommen. Es besteht die Möglichkeit, dass tiefliegende Emotionen und Machtthemen in Beziehungen an die Oberfläche kommen. Machtspiele, Eifersucht und Kontrollfragen werden zum Thema, aber dadurch können Probleme aufgedeckt werden, die einer Lösung bedürfen. Venus-Opposition Pluto kann auch eine starke sexuelle und leidenschaftliche Energie mit sich bringen. Es kann zu einer intensiven magnetischen Anziehungskraft zwischen Menschen kommen. Es ist jedoch wichtig, diese Energie bewusst und verantwortungsbewusst zu kanalisieren, um Konflikte und auch ungesunde Beziehungsdynamiken zu vermeiden. Und auf finanzieller Ebene kann dieser Transit zu Machtspielen und Kontrollfragen im Bereich der Finanzen führen. Es ist wichtig, achtsam mit Geldangelegenheiten umzugehen und sich vor impulsiven oder manipulativen Entscheidungen im Bereich der Finanzen zu hüten. Und auch gleich am 11. Juni bildet Venus ein Quadrat zu Jupiter. Dies passiert sogar gleich dreimal, während Venus im Löwen ist. Und zwar am 11. Juni, dann während der Rückläufigkeit am 22. August und dann zum letzten Mal am 17. September. Am besten du schreibst dir diese Daten auf, damit du die erhöhte kreative Energie nicht verpasst, die zu dieser Zeit herrscht. Wir sind jetzt in einer kraftvollen Zeit für kreativen Ausdruck und künstlerische Inspiration. Es kann sein, dass man sich von verschiedenen Quellen anregen lässt und neue künstlerische Projekte angeht. In dieser Zeit ist man auch tendenziell großzügiger und uneigennütziger. Dies kann dazu führen, dass man sich für soziale oder humanitäre Angelegenheiten engagiert und sich für das Wohl anderer einsetzt. Und man könnte nun dazu neigen, großzügige Gesten oder Geschenke zu machen. Da Venus ein Quadrat zu Jupiter bildet, kann es nun auch schneller zu Übertreibungen in Bezug auf Genuss, Vergnügungen und materiellen Angelegenheiten kommen. Es kann eine Zeit sein, in der man sich nach mehr Freude, Spaß und Luxus sehnt. Jedoch besteht die Gefahr, dass man über die Stränge schlägt und in Verschwendung oder unvernünftiges Verhalten gerät. Es ist wichtig, ein gesundes Maß zu finden und sich bewusst zu sein, dass übermäßige Ausgaben oder Exzesse negative Konsequenzen haben könnten. Dann am 2. Juli bildet Venus ein Quadrat zu Uranus. Auch hier wird dieses Quadrat gleich dreimal gebildet, und zwar am 2. Juli, dann während der Rückläufigkeit am 9. August
und dann zum letzten Mal am 29. September. Auch hier ist es gut, sich diese Daten zu notieren, denn dein Freiheitsdrang wird sich in dieser Zeit erhöhen. Das Bedürfnis nach persönlicher Freiheit und Unabhängigkeit wird größer. Während dieses Transits kann es zu einem starken Verlangen kommen, sich von Einschränkungen oder Konventionen zu lösen und das Leben auf eigene Weise zu gestalten. Dies kann jedoch zu Konflikten führen, wenn es um Kompromisse in Beziehungen oder Verpflichtungen geht. In Beziehungen kann es nun zu unerwarteten Wendungen und plötzlichen Veränderungen kommen. Es kann zu Spannungen, Konflikten oder einer gewissen Unberechenbarkeit in romantischen oder auch sozialen Verbindungen führen. Bestehende Beziehungen könnten vor Herausforderungen stehen, während neue aufregende Begegnungen auftreten können. Es ist wichtig, flexibel und offen für unkonventionelle Möglichkeiten zu sein. Außerdem neigt man jetzt zu impulsivem Verhalten und Risikobereitschaft. Es ist möglich, dass man in finanziellen Angelegenheiten unvernünftige Entscheidungen trifft oder impulsiven Versuchungen erliegt. Triff deine Entscheidungen in dieser Zeit gut überlegt, sonst kann es zu negativen Konsequenzen kommen. Und vom 23. Juli bis zum 4. September wird Venus dann im Zeichen Löwe rückläufig. Wenn Venus rückläufig ist, bricht eine Zeit der Reflexion, der Neubewertung von Beziehungen und Werten an. Es kann darum gehen, vergangene Beziehungen oder romantische Angelegenheiten zu überdenken, Hindernisse zu überwinden und tieferes Verständnis in Bezug auf Liebe und Kreativität zu gewinnen. Nutze diese Zeit, um über deine aktuellen Beziehungen nachzudenken. Frage dich, ob deine Bedürfnisse nach Liebe, Anerkennung und Wertschätzung erfüllt werden. Überlege ehrlich, ob deine Beziehungen deinem authentischen Selbstausdruck und deinen Wünschen entsprechen. Es ist möglich, dass während der Venus-Rückläufigkeit im Löwen alte Liebschaften oder vergangene Romanzen wieder auftauchen. Sei achtsam bei der Entscheidungsfindung und berücksichtige deine aktuellen Bedürfnisse und Prioritäten, bevor du dich erneut auf etwas einlässt. Und falls du kreative Projekte verfolgst, ist dies eine gute Zeit, um sie nochmal zu überprüfen und zu überarbeiten. Überdenke deine kreative Richtung, finde neue Inspirationen oder betrachte bestehende Projekte aus einem neuen Blickwinkel. Während der Rückläufigkeit geht es auch um dein Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein. Während dieses Transits könnten Selbstzweifel auftauchen oder du könntest eine innere Prüfung durchlaufen, um deine Selbstliebe und Selbstakzeptanz zu stärken. Nutze diese Zeit, um deine eigenen Stärken zu erkennen und an deinem Selbstwertgefühl zu arbeiten. Und am 27. Juli bildet Venus dann eine Konjunktion zu Merkur. Dieser Transit fördert die soziale Anpassungsfähigkeit und die Fähigkeit, sich gut mit anderen auszutauschen. Es kann leicht sein, neue Kontakte zu knüpfen und sich in sozialen Gruppen wohlzufühlen. Gespräche können angenehm und leicht fließen, wodurch es einfacher wird, positive Verbindungen herzustellen. Auch ist nun die Kommunikation von Gefühlen und Emotionen erleichtert. Es kann einfacher sein, Liebe, Zuneigung und Wertschätzung verbal auszudrücken. Die Worte können liebevoll, charmant und anziehend sein, was zu harmonischen und angenehmen sozialen Interaktionen führt. Und außerdem interessiert man sich jetzt mehr für Musik, Kunst, Literatur oder ähnliche Bereiche. Die Verbindung von Schönheit, wofür Venus steht, und Kommunikation, wofür Merkur steht, kann zu wunderbaren künstlerischen Projekten oder schönen schriftlichen Arbeiten führen. Dann am 13. August bildet Venus eine Konjunktion zur Löwesonne. Dieser Transit kann eine Zeit der Liebe und Harmonie symbolisieren. Es kann eine Verstärkung der romantischen und emotionalen Bindung geben. Man fühlt sich geliebt und wertgeschätzt und es fällt leichter, positive Verbindungen zu knüpfen und mit anderen Menschen in Einklang zu sein. Dies kann auch zu einer Stärkung
des Selbstwertgefühls und der Selbstliebe führen. Es kann eine Zeit sein, in der man sich mit seinen eigenen Qualitäten und der eigenen Schönheit verbunden fühlt. Dieser Transit ermutigt dazu, sich selbst zu lieben, anzuerkennen und sich mit dem eigenen Wesen wohlzufühlen. Okay, ich möchte nochmal auf etwas hinweisen. Und zwar, es ist wichtig zu bedenken, dass der Einfluss eines einzelnen Transits von vielen anderen Faktoren in unserem individuellen Horoskop abhängt. Jeder von uns wird den Transit der Venus im Löwen aufgrund der individuellen Position unserer Planeten zum Zeitpunkt unserer Geburt unterschiedlich erleben. Daher werde ich nun wieder zu allen Zeichen die Venus im Löwen deuten. Und bitte beachte, dass ich immer den Aszendenten meine, denn wo deine Sonne im Horoskop steht, ist hier eher zweitrangig. Aber das Zeichen deines Aszendenten sagt aus, durch welches Haus Venus im Laufe der nächsten 4 Monate für dich laufen wird. Falls du deinen Aszendenten nicht kennst, dann kannst du es auf der Webseite astro.com herausfinden. Unten in der Beschreibung findest du wieder den Link dazu. Du brauchst lediglich dein Geburtsdatum, deinen Geburtsort und ganz wichtig deine Geburtsurzeit. Falls du auf der Webseite Schwierigkeiten haben solltest, dann schreibe mir gerne eine E-Mail mit deinen gesamten Daten und ich schaue für dich nach, welchen Aszendenten du hast. An dieser Stelle möchte ich dich noch bitten, meinen Kanal zu abonnieren. Damit hilfst du mir, noch mehr wertvolle Videos über Astrologie und andere spirituellen Themen zu erstellen. Ich danke dir dafür. Wie immer fange ich mit dem Zeichen Widder an. Für die Widder-Aszendenten wird Venus im Löwen in dieser Zeit wahrscheinlich durch das 5. Haus laufen. Dies kann ein Hinweis auf eine Liebesbeziehung oder Romanze sein. Du könntest neue Liebesinteressen kennenlernen oder eine bestehende Beziehung könnte eine intensivere und leidenschaftlichere Phase durchlaufen. Es ist eine Zeit der Freude, des Spaßes und der Romantik. Du kannst dich jetzt auch gut entspannen und das Leben in vollen Zügen genießen. Und außerdem steht Venus im 5. Haus für deinen Selbstausdruck und der Persönlichkeitsentfaltung. Mit dieser Venus-Platzierung ist eine positive Entwicklung verbunden, bei dem du wachsendes Selbstvertrauen entwickelst und deinen Selbstausdruck zunehmend entfalten kannst. Es ist auch eine gute Zeit, um Vertrauen in deine eigenen Fähigkeiten zu gewinnen und gleichzeitig etwas völlig Neues auszuprobieren. Diese Zeit kann auch sehr kreativ, produktiv und ermutigend sein. Denn Selbstausdruck ist aber nicht auf künstlerische Unternehmungen beschränkt. In allen Lebensbereichen kannst du dich nun mit wachsendem Selbstvertrauen weiterentwickeln. Wenn du Kinder hast, solltest du nun mehr Zeit mit ihnen verbringen und eine liebevolle Beziehung zu ihnen pflegen. Wenn du in der jüngsten Vergangenheit Schwierigkeiten mit deinen Kindern hattest, könnte sich die Beziehung in dieser Zeit verbessern. Kinder, die Probleme mit der Schule, mit Geschwistern oder mit der Anpassung an Umzüge oder soziale Situationen hatten, können nun Fortschritte machen und somit wird es auch für dich einfacher. Es ist auch möglich, dass du besser in der Lage bist, ihre Probleme zu verstehen und kannst dann entsprechende Maßnahmen ergreifen. Diese Venus-Platzierung kann für beide Seiten von Vorteil sein, sowohl für dich als Elternteil als auch für das Kind. Und selbst wenn du keine eigenen Kinder hast, hast du vielleicht trotzdem auf die eine oder andere Weise mit Kindern zu tun. Insgesamt sind diese 4 Monate eine wunderbare Zeit, dich persönlich weiterzuentwickeln, deine Liebesbeziehung leidenschaftlich zu leben und die Beziehung zu deinen Kindern zu stärken. Für die Stier-Aszendenten wird Venus die nächsten 4 Monate wahrscheinlich durch das 4. Haus laufen. Venus im 4. Haus zeigt an, dass du jetzt mehr denn je ein gemütliches Zuhause brauchst, der dir als Rückzugsort dient. Ein Ort, an dem du deine Energie auftanken kannst und wo du deine emotionale Natur nähren kannst. Dein Zuhause muss ein Zufluchtsort für dich sein. Dein Zuhause kann der Ort sein, an dem du jetzt lebst,
der Ort, an den du vielleicht hinziehst oder der Ort, an dem du aufgewachsen bist. Wichtig ist die Qualität, die dich trägt, nicht der Ort selbst. Du musst dich irgendwo auf der Welt wohlfühlen. Wenn du einen warmen und gemütlichen Ort hast, den du dein Zuhause nennst, wirst du es in dieser Zeit besonders genießen, dort zu sein. Anstatt auszugehen, bleibst du jetzt lieber zu Hause und unterhältst andere. Wenn du zurzeit kein Gefühl für dein Zuhause hast, wird es dein Ziel sein, im Laufe der nächsten 4 Monate einen behaglichen Lebensraum zu schaffen. Du möchtest, dass sich deine Interessen und Bedürfnisse in dem Ort, den du dein Zuhause nennst, widerspiegeln. Die Veränderungen und Entscheidungen, die du bezüglich deiner äußeren Umgebung triffst, werden deine inneren emotionalen Veränderungen und Entscheidungen auch widerspiegeln. Und vielleicht wirst du dein Zuhause auch neu dekorieren wollen. Auf jeden Fall gibt es einen Grund, warum die Qualität des häuslichen Lebens so wichtig wird. Dies kann auch eine Zeit der Erholung und Heilung für dich sein. Du möchtest dich zentriert und ganz fühlen und konzentrierst dich auf dein Zuhause als Quelle der Geborgenheit und Verwurzelung. Denn es ist auch ein guter Zeitpunkt, um die Beziehung zu deinen Eltern zu verbessern. Wenn deine Eltern bereits verstorben sind, solltest du dieses Jahr nutzen, um schöne Erinnerungen an sie zu wecken. Vor allem, wenn du dich bisher nur an schmerzhafte Zeiten erinnern konntest. Und wenn deine Eltern noch leben, arbeite daran, deine Beziehung zu ihnen zu verbessern. Du brauchst jetzt dieses starke Gefühl der Verwurzelung, das durch familiäre Bindungen entstehen kann. Wenn deine Beziehung zu deinen Eltern schon immer schwierig war und es immer noch nicht gut läuft, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um deine eigenen Wurzeln zu bilden und liebevolle Erinnerungen zu schaffen. Achte in dieser Zeit auf dein inneres Gleichgewicht. Insgesamt sind diese 4 Monate eine wunderbare Zeit, um dich um dein Zuhause zu kümmern und deine familiären Beziehungen zu stärken. Dadurch kannst du eine tiefe innere Zufriedenheit und Stabilität erreichen. Für die Zwillinge-Aszendenten wird Venus die nächsten 4 Monate wahrscheinlich durch das 3. Haus laufen. Venus im 3. Haus legt den Schwerpunkt auf deine Kommunikationsfähigkeiten, sei es mündlich oder schriftlich. Deine Fähigkeit, dich klar auszudrücken, wird für deine Aktivitäten nun wichtig sein. Andere werden dir zuhören und auf das reagieren, was du zu sagen hast. Deshalb ist es entscheidend, dass du deine Kommunikationsmuster klar und präzise ausdrückst. Effektive Verhandlungstechniken sind in vielen alltäglichen Situationen nützlich, sowohl im Beruf als auch im Privatleben. Die Fähigkeit, deine Standpunkte schnell, einfach und klar darzulegen, kann dir einen Vorteil verschaffen, wenn du einen Konflikt schlichten oder deine Wünsche verhandeln möchtest. In anderen Situationen kann es von Vorteil sein, diplomatisch zu sein. Venus im 3. Haus zeigt auch eine Liebe zum Lernen an. Dies ist eine gute Zeit, um wieder zur Schule zu gehen oder dich für einen Kurs anzumelden. Wenn du in der Vergangenheit Bedenken hattest, deine Ausbildung abzuschließen oder einen höheren Abschluss zu machen, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, damit anzufangen. Vielleicht fällt es dir jetzt leichter, dich anzupassen, da du dich darauf freust, Neues zu lernen. Es ist auch eine gute Zeit, um deine schriftlichen Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern. Du könntest Interesse daran haben, Bücher zu lesen, Artikel zu schreiben oder dich in anderen Formen schriftlich auszudrücken. Auch die sozialen Kontakte mit deinen Nachbarn nehmen zu und du kannst eine größere Anzahl von Menschen aus deiner Umgebung kennenlernen oder mit ihnen interagieren. Oberflächliche Bekanntschaften mit vielen Nachbarn sind eher wahrscheinlich als tiefe Beziehungen zu einigen wenigen. Der Fokus liegt hier nicht unbedingt darauf, dauerhafte Freundschaften aufzubauen, sondern neue Bekanntschaften zu machen. Du wirst eine größere Freude daran haben, dich mit anderen auszutauschen und interessante Gespräche zu führen. Und auch in Liebesbeziehungen kann Venus im 3. Haus zu romantischen Gesten, liebevollen Worten oder Liebesbriefen führen. Du wirst dich wahrscheinlich leichter mit deinem Partner ausdrücken können und eine harmonische Kommunikation in der Beziehung erleben.
Und wenn du Single bist, könnte dieser Transit bedeuten, dass du durch interessante Gespräche und aufregende Begegnungen potenzielle romantische Partner kennenlernen wirst. Du könntest in der Lage sein, auf einer geistigen Ebene eine Verbindung herzustellen, was zu tieferen und bedeutungsvolleren Beziehungen führen kann. Insgesamt sind diese 4 Monate eine wunderbare Zeit, dich mit anderen zu verbinden, neue Dinge zu lernen und deine Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern. Es ist eine Gelegenheit, deine sozialen Beziehungen zu stärken und dich in der Welt um dich herum auszudrücken. Für die Krebsaszendenten wird Venus die nächsten 4 Monate wahrscheinlich durch das 2. Haus laufen. Bei dieser Venusstellung achtest du sicher mehr auf deine Finanzen. Venus im 2. Haus deutet auf leicht verdientes Geld hin, das keine zusätzliche Arbeit von dir einfordert. Möglich ist auch, dass du deine Arbeitsstunden reduzierst oder Überstunden ablehnst. Du verdienst vielleicht etwas weniger, aber die Qualität deines Lebens scheint jetzt wichtiger zu sein als das zusätzliche Einkommen. Venus im 2. Haus zeigt normalerweise an, dass du mit dem Geld, das du hast oder verdienst, zufrieden bist. Eine andere häufige Erscheinung für diese Venusstellung ist eine Gehaltserhöhung oder ein Bonus. In der Regel sind Gehaltserhöhungen nicht mit einem großen Mehraufwand an Zeit oder Mühe für dich verbunden. Und wenn du auf Provision arbeitest, kannst du jetzt einen großen Auftrag an Land ziehen, wodurch sich deine Provision erhöht, ohne dass sich deine Arbeitsbelastung erhöht. Eine andere Alternative ist ein Stellenwechsel, bei dem du für die gleiche Arbeit mehr Geld bekommst. Und selbst wenn du keine Gehaltserhöhung erhältst oder nicht arbeitest, könntest du kleine Beträge aus unerwarteten Quellen erhalten. Außerdem wirst du nun dein Wertesystem neu bewerten. Die Prioritäten können sich ändern oder sogar umkehren. Was früher vielleicht wichtig war, ist jetzt nicht mehr entscheidend. Was du früher für selbstverständlich gehalten hast, schätzt du jetzt mehr. Normalerweise geht es dabei um die Wertschätzung der inneren Schönheit und der Lebensqualität. Venus im 2. Haus kann auch dein Selbstwertgefühl und deine Selbstachtung stärken. Du könntest eine positive Einstellung zu dir selbst und deinen Fähigkeiten entwickeln. Insgesamt sind diese 4 Monate eine wunderbare Zeit, deine finanzielle Situation zu verbessern, deine Wertschätzung für materielle Dinge zu vertiefen und dein Selbstwertgefühl zu stärken. Für die Löwe-Aszendenten wird Venus die nächsten 4 Monate wahrscheinlich durch das 1. Haus laufen und dabei auch deine Löwe-Sonne berühren. Deshalb ist diese Zeit für dich als Löwe-Aszendenten oder Sternzeichen Löwe besonders wichtig und wertvoll. Wenn Venus durch dein 1. Haus läuft, hat dies oft Auswirkungen auf dein äußeres Erscheinungsbild, deine Ausstrahlung und dein Verhalten. Du kannst eine charmante und ansprechende Präsenz haben, die von anderen wahrgenommen wird. Menschen können dich als freundlich, harmonisch und liebenswert empfinden. Du könntest mehr Zeit und Aufmerksamkeit auf dein Aussehen und deine Kleidung verwenden, um dich selbstbewusster und ansprechender zu fühlen. Dein Auftreten ist eher sanft und du möchtest niemandes Gefühle verletzen. Deine sanfte und liebevolle Art kann dazu führen, dass du dich schneller beeinflussen lässt. Deine Aufmerksamkeit ist zwischen deinen eigenen Bedürfnissen und den Bedürfnissen derjenigen, mit denen du zu tun hast, gespalten. Obwohl du anderen gerne helfen möchtest, solltest du einen Teil deiner Energie darauf konzentrieren, deine eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Du brauchst freie Zeit und Energie, um auch dein eigenes Ding zu machen. Aus diesem Grund wird Venus im 1. Haus mit Selbstschutz und Ausgeglichenheit in Verbindung gebracht. Du musst möglicherweise lernen, deine eigenen Interessen vor den Einmischungen, Meinungen und Forderungen anderer zu schützen. Die häufigste Form des Selbstschutzes ist der Rückzug aus dem Kontakt mit anderen. Aus verschiedenen Gründen verbringst du möglicherweise mehr Zeit allein in dieser Zeit. Du genießt es wahrscheinlich, allein zu sein und empfindest dich selbst
als deine beste Gesellschaft. Du möchtest deine persönlichen Bedürfnisse und Interessen nicht aufgeben, nur um mit anderen zusammen zu sein. Normalerweise hat das Alleinsein jedoch eine tiefere Bedeutung für dich. Du bevorzugst das Alleinsein, da es für dich einen inneren Wert hat. Und im Bereich der Finanzen bist du jetzt dazu aufgefordert, Geld und Annehmlichkeiten selbst zu schaffen. Erwarte nicht, dass andere für dich sorgen. Allerdings könntest du von Glück und positiven Umständen profitieren, die sich in finanziellen Gewinnen oder einem gesteigerten Wohlstand zeigen können. Es ist jedoch wichtig, vernünftig und verantwortungsbewusst mit deinen Ressourcen umzugehen, um langfristige finanzielle Stabilität zu gewährleisten. Dies ist im Allgemeinen nicht die Zeit, um von anderen etwas zu bekommen, sondern eher eine Zeit, um gut zu dir selbst zu sein. Du bist in der Lage, durch deine eigenen Anstrengungen voranzukommen. Aber dazu musst du dir deine eigenen Fähigkeiten bewusst sein und auch mehr Vertrauen in deine Fähigkeiten haben. Insgesamt sind diese 4 Monate eine wunderbare Zeit, eine harmonische Energie in dein Leben zu bringen und deine Attraktivität zu betonen. Deine positive Ausstrahlung öffnet dir Türen. Wichtig ist, dich wirklich um deine eigenen Bedürfnisse zu kümmern. Für die Jungfrau-Aszendenten wird Venus die nächsten 4 Monate wahrscheinlich durch das 12. Haus laufen. Während dieser Zeit könntest du ein verstärktes Interesse an spirituellen Praktiken, Meditation, Traumarbeit oder anderen Formen der inneren Erkundung entwickeln. Du könntest dich mehr zurückziehen, um dich mit deinen inneren Welten zu verbinden und deine emotionale und spirituelle Seite zu stärken. Wenn Venus im 12. Haus steht, ist es oft so, dass du auf emotionale und spirituelle Eigenschaften mehr Wert legst als auf materiellen Erfolg oder äußere Leistungen. Echter Erfolg und Leistung entwickeln sich durch hilfreiche Beziehungen zu anderen und die Fähigkeit, deinen eigenen inneren Frieden zu bewahren, unabhängig von deiner unmittelbaren Umgebung oder früheren Schwierigkeiten. Deine Werte konzentrieren sich auf nicht physische Eigenschaften. Äußere Schönheit und Materialismus werden nicht so hoch geschätzt wie die inneren Qualitäten, die du jetzt suchst oder schon hast. Geld zu haben ist nicht so wichtig wie die Lebensqualität und die Fähigkeit, mit dem zufrieden zu sein, was du hast, wer du bist oder wohin du gehst. Mit Venus im 12. Haus fühlst du dich vielleicht in finanzieller Hinsicht unsicher. Wenn du angestellt bist, könntest du Gerüchte über Gehaltskürzungen oder Entlassungen hören. Du selbst könntest tatsächlich einen Jobwechsel in Betracht ziehen, der deine finanzielle Sicherheit gefährdet. Selbstständige könnten aus verschiedenen Gründen ihr Einkommen nicht einschätzen können. Generell ist Venus im 12. Haus eher eine Ungewissheit als eine Tatsache. Wenn du deine Werte bewusst überdenkst und deine Möglichkeiten abwägst, wirst du feststellen, dass Geld nicht der Mittelpunkt deines Daseins ist. Andere Faktoren, die mit der Lebensqualität zusammenhängen, sind wichtiger. Aufgrund dieser inneren Ausrichtung kann die spirituelle Seite deiner Persönlichkeit wachsen. Rückzug und Stille können für dein Wachstum von wesentlicher Bedeutung sein. Das Alleinsein gibt dir Zeit, dich ohne Ablenkungen auf Ereignisse, Gefühle und Gedanken zu konzentrieren und ermöglicht dir einen Prozess der Annahme und Verbindung. In anderen Zeiten zieht dich deine innere Konzentration zu Menschen, Orten und Dingen hin, die innere Stärke und Bedeutung besitzen. Ältere Menschen, die mit ihren Jahren weise geworden sind, und jene, die im Einklang mit sich selbst zu sein scheinen, sind für dich besonders attraktiv. Qualität in solchen Kontakten ist jetzt wichtiger als Quantität. Weiterhin deutet Venus im 12. Haus auch auf eine mögliche Beteiligung an einer verborgenen Liebesbeziehung hin. Neue Beziehungen haben in diesem Jahr tendenziell eine geheime Qualität. Aus verschiedenen Gründen fällt es dir schwer, offen zu dieser Person zu stehen. Es kann sein, dass ihr beide sehr unterschiedlich seid und andere dies verurteilen würden. Oder einer von euch hat bereits eine Verpflichtung gegenüber einer anderen Person. Selbst wenn die Beziehung offener gestaltet werden könnte, entscheidet ihr euch vielleicht dafür,
die meiste Zeit allein zu Hause miteinander zu verbringen. Aufpassen solltest du, dass du nicht in eine Retter-Opfer-Beziehung verwickelt wirst. Da du stärker mit inneren Qualitäten und Emotionen in Einklang stehst, bist du eher mitfühlend und einfühlsam. Du spürst den Schmerz und das Leiden derjenigen, die dir nahestehen und hast daher einen starken Wunsch zu helfen. Dein Hilfswunsch ist besonders stark, wenn du romantisch involviert bist. Es ist vorteilhaft für dich, nur denen zu helfen, die wirklich in Not sind und auf deine Hilfe reagieren und deine Hilfe zu schätzen wissen. Versuche nicht, den Alkoholiker oder Drogenabhängigen zu retten. Dies würde dich erschöpfen und frustriert machen. Also setze dein Mitgefühl klug ein und spiele nicht die Märtyrerin. Insgesamt sind diese 4 Monate eine wunderbare Zeit, spirituell und emotional zu wachsen, mehr Mitgefühl in deine Beziehungen zu bringen und das Loslassen zu üben. Für die Waage-Aszendenten wird Venus die nächsten 4 Monate wahrscheinlich durch das 11. Haus laufen. Wenn Venus im 11. Haus ist, liegt der Fokus auf Freundschaften, sozialen Verbindungen und Gruppenaktivitäten. Du suchst nach Gemeinschaft und genießt die Gesellschaft von anderen Menschen. Während dieser Zeit wirst du wahrscheinlich offener für neue Bekanntschaften sein und dein soziales Netzwerk erweitern. Du bist eher in Freundschaften und Verbindungen mit vielen Menschen involviert, anstatt tiefgründige Beziehungen mit nur wenigen Menschen zu haben. Dein Beziehungsstil tendiert eher zu distanzierten, weniger intimen Formen des Umgangs. Wenn du derzeit nicht in einer intimen Beziehung bist, ist es unwahrscheinlich, dass du während dieser Zeit eine solche eingehst. Du bist eher freundlich zu einer Vielzahl von Menschen als erfüllt von einer einzigen Beziehung. Wenn du bereits verheiratet bist oder in einer stabilen Beziehung stehst, möchtest du möglicherweise neue Bekanntschaften knüpfen, indem du mit Gruppen von Menschen ausgehst. Der Fokus liegt darauf, deinen Freundeskreis zu erweitern und neue Interessen zu wecken. Persönliche Freiheit kann ein Thema sein und du und dein Partner können Veränderungen vornehmen, die eure Freiheit und Flexibilität erhöhen. Wenn deine Ehe oder deine Beziehung stark ist, werden diese Veränderungen keine störende Wirkung haben. Wenn deine Beziehung jedoch schwach ist und du deine Loyalität zu einer Person in Frage stellst oder dich durch deine derzeitige Partnerschaft sehr eingeschränkt fühlst, kann der Drang nach Freiheit zu starken Anziehungskräften zu anderen Menschen führen. Deine Freundschaften können sehr hilfreich und große Stärken sein. Du kannst dich auf deine Freunde verlassen, um dir während dieser Zeit bei der Erreichung deiner Ziele zu helfen. Dies ist auch eine gute Zeit, um in deiner Gemeinschaft Netzwerke aufzubauen. Du kannst dies aus geschäftlichen oder auch persönlichen Gründen tun. Du kannst dich einer organisierten Gruppe anschließen oder regelmäßig stattfindende soziale Veranstaltungen besuchen. Die Teilnahme an Treffen kann zwei Bedürfnisse erfüllen, die eine breite Palette von sozialen Kontakten bieten und gleichzeitig deine Interessen erweitern. Die Gruppenbeteiligung kann gegenseitig vorteilhaft sein, da es Raum für Geben und Nehmen gibt. Die Interaktionen können dir Möglichkeiten für persönliches Wachstum oder beruflichen Fortschritt bieten. Du kannst die Gruppeninteraktion als Möglichkeit sehen, deine Ziele umzusetzen. Insgesamt sind diese 4 Monate eine wunderbare Zeit der Geselligkeit, des Austauschs und der Freundschaft. Nutze diese Phase, um deine sozialen Kontakte zu pflegen, neue Freundschaften zu knüpfen und positive Beziehungen zu entwickeln. Für die Skorpion-Aszendenten wird Venus die nächsten 4 Monate wahrscheinlich durch das 10. Haus laufen. Wenn Venus im 10. Haus steht, deutet dies auf eine Zeit hin, in der Beziehungen und das soziale Image eine erhöhte Bedeutung in deinem Leben haben. Du könntest vermehrt mit beruflichen Beziehungen, Netzwerken und dem Streben nach Anerkennung und Erfolg in Verbindung stehen. In dieser Phase strebst du nach Harmonie und Ausgleich in deiner Karriere und möchtest sowohl beruflich als auch sozial erfolgreich sein. Du könntest einen stärkeren Fokus darauf legen, wie du dich in der Arbeitswelt präsentierst und wie du mit Autoritätspersonen interagierst, insbesondere Vorgesetzten oder Geschäftspartnern.
Venus im 10. Haus kann auch darauf hindeuten, dass du in der Lage bist, deinen Charme und diplomatisches Geschick einzusetzen, um berufliche Chancen und Beziehungen zu verbessern. Du könntest erfolgreich sein, indem du deine sozialen Fähigkeiten nutzt und positive Beziehungen zu wichtigen Personen in deinem beruflichen Umfeld aufbaust. Dies ist eine gute Zeit, um eine persönliche Beziehung zu deinem Vorgesetzten aufzubauen. Abgesehen von angenehmeren Arbeitsbedingungen kann es auch deiner Karriere helfen. Mit dieser Venusstellung kann Aufstieg leichter kommen. Deine Arbeitgeber werden daran interessiert sein, deine Fähigkeiten zu entwickeln, genauso wie du daran interessiert bist, voranzukommen. Suche berufliche Unterstützung von denen, für die du arbeitest. Lerne im Geschäftsumfeld ein Teamplayer zu sein. Dies ist auch eine gute Zeit, um deine Verhandlungsfähigkeiten zu entwickeln. Überzeuge andere, deine Vorschläge zu unterstützen und nutze Kompromisse zu deinem Vorteil. Das 10. Haus ist auch das Haus des Schicksals oder langfristiger Einflüsse, die Meilensteine in deiner persönlichen Geschichte werden. Venus steht hier in Verbindung mit Entscheidungen, die sowohl für deine Karriere als auch für dein Schicksal wichtig sind. Du hast wahrscheinlich die Möglichkeit, nun eine wichtige Entscheidung zu treffen. Dies ist auch eine gute Zeit, um sich dafür zu entscheiden, den Beruf zu wechseln, selbstständig zu werden, in eine andere Stadt oder sogar ein anderes Land zu ziehen. Vorhaben, die du jetzt beginnst, können dir sowohl in naher als auch in ferner Zukunft zugutekommen. Insgesamt sind diese 4 Monate eine wunderbare Zeit, um dich beruflich zu etablieren, eine Gehaltserhöhung einzufordern und dich persönlich weiterzuentwickeln. Für die Schütze-Aszendenten wird Venus die nächsten 4 Monate wahrscheinlich durch das 9. Haus laufen. Mit Venus im 9. Haus liegt der Fokus auf den Bereichen Liebe, Beziehungen und Schönheit im Zusammenhang mit dem Bereich des Wissens, der Spiritualität und des Reisens. Dies ist eine Zeit, in der du dich zu einer erweiterten Sichtweise auf Beziehungen und Liebe entwickeln kannst. Du könntest dich zu philosophischen, spirituellen oder kulturellen Themen hingezogen fühlen, die deine Vorstellung von Liebe und Partnerschaft beeinflussen. Während dieser Zeit könntest du dich von der Suche nach tiefgründigen Verbindungen und bedeutungsvollen Erfahrungen angezogen fühlen. Du könntest das Bedürfnis haben, dein Wissen und deine Perspektive auf Liebe und Beziehungen zu erweitern. Das 9. Haus ist auch mit Reisen und dem Erwerb von Wissen verbunden. Während dieser Zeit könntest du auf Reisen gehen, die dich mit neuen Erfahrungen bereichern und dir neue Perspektiven auf Liebe und Beziehungen eröffnen. Du könntest dich zu Menschen aus anderen Ländern und Kulturen hingezogen fühlen und möglicherweise eine romantische Beziehung mit jemandem aus einem anderen Land eingehen. Und manchmal steht das 9. Haus auch mit Beziehungsproblemen in Verbindung. Beziehungen sind nicht mehr einfach nur Begegnungen zwischen Mann und Frau. Sie sind ein wesentlicher Teil deiner aktuellen Lebenssituation und die damit verbundenen Themen müssen untersucht werden. Eine bestimmte Beziehung, in der Regel die Ehe, muss als wertvolle und verständliche Verbindung anerkannt werden. Wahrscheinlich wirst du jetzt deine aktuellen intimen Beziehungen überdenken. Dir kann klar werden, dass deine Beziehung nicht deinen Erwartungen entspricht. Deine Beziehung mag nicht erfüllend sein oder du oder dein Partner könnten an jemand anderem interessiert sein. Also das Hauptziel dieser Venusstellung ist es, philosophische und moralische Richtlinien aufzustellen, die mit deinen intimen Erfahrungen und Bedürfnissen übereinstimmen. Insgesamt sind diese 4 Monate eine wunderbare Zeit, um deine Vorstellung von Liebe und Beziehungen zu erweitern, neue Perspektiven zu gewinnen und dich auf einer spirituellen und kulturellen Ebene zu entwickeln. Für die Steinbock-Aszendenten wird Venus die nächsten 4 Monate wahrscheinlich durch das 8. Haus laufen. Das 8. Haus ist mit tiefgründigen Themen
wie Transformation, Sexualität, Macht und Kontrolle und gemeinsame Ressourcen verbunden. Auch können sich die Dynamik und die Erfahrungen in deinen Beziehungen verändern. Beziehungen werden in dieser Zeit intensiver und komplizierter. Psychologische Kräfte spielen eine starke Rolle in deinen Gefühlen. Du kannst dich anderen gegenüber stark angezogen oder auch stark abgestoßen fühlen. Eine bestimmte Beziehung kann besonders fesselnd sein und du könntest impulsiv auf diese Person reagieren, anstatt rational zu handeln. Eine Beziehung von solch intensiver Natur hat transformative Eigenschaften. Sie ermöglicht es dir, dich selbst, andere und das Thema Beziehungen auf eine neue Art und Weise zu sehen. Ängste, Unsicherheiten und Komplexe aller Beteiligten werden nun offensichtlich. Dies ist die perfekte Zeit für eine Beratung, da der Fokus darauf liegt, zu verstehen, wie psychologische Kräfte eine Rolle in deinen Beziehungen spielen. Negativ betrachtet können deine Beziehungen, insbesondere eine bestimmte Beziehung, ein Machtkampf um Geld oder Sex sein, unabhängig davon, ob es sich um eine Liebesbeziehung oder eine geschäftliche Beziehung handelt, werden Kontrollfragen wichtiger sein. Entweder du oder beide können Angst, Einschüchterung, Eifersucht oder Manipulation einsetzen, um Geld, Sex oder Macht über den anderen zu erlangen. Es ist wichtig, dass du dich bewusst mit dem Thema Macht und Kontrolle auseinandersetzt und gesunde Grenzen setzt. In Beziehungen könnten jetzt auch Fragen der finanziellen Unterstützung, des Teilens von Ressourcen oder gemeinsamer Verpflichtungen auftauchen. Es ist wichtig, offen und ehrlich über solche Angelegenheiten zu kommunizieren und eine gesunde Balance zu finden. Wenn du Geld und Ausgaben mit jemand anderem teilst, kannst du von der Gehaltserhöhung oder dem finanziellen Geldregen deines Partners profitieren. Dein verfügbares Kapital erhöht sich jetzt meistens durch eine andere Person. Geld kann auch durch Erbschaften, Versicherungsansprüche, rechtliche Schritte oder gemeinsame finanzielle Unternehmungen zu dir kommen. In all diesen Fällen steht das Geld nicht in Verbindung mit deiner Arbeit. Negativ betrachtet kann diese Position einen Kampf um gemeinsame Ressourcen anzeigen. Geld, das für dich vorgesehen ist, wird möglicherweise nicht freiwillig gegeben oder auch überhaupt nicht gegeben. Und wenn du finanziell von jemand anderen abhängig bist oder in deinem derzeitigen Lebensstandard festgefahren bist, bist du eher bereit, dich kontrollieren zu lassen und tauschst deine persönliche Freiheit gegen deinen finanziellen Status. Sexualität kann auch mit Geld, Macht oder Kontrolle verbunden sein. Positiv betrachtet wird sexuelle Erfüllung als wichtiger und notwendiger Bestandteil deiner intimen Beziehungen betont. Die sexuellen Beziehungen selbst können während dieser Zeit angenehmer und besser in Zuneigung und Liebe integriert werden. Insgesamt sind diese 4 Monate eine wunderbare Zeit, um tiefgründige Verbindungen einzugehen, deine Beziehung intensiver zu leben und auch das Thema Macht und Kontrolle besser zu verstehen. Für die Wassermann-Aszendenten wird Venus die nächsten 4 Monate wahrscheinlich durch das 7. Haus laufen. Wenn Venus durch dein 7. Haus läuft, besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass sich bestehende Beziehungen verbessern. Es besteht auch die Möglichkeit, neue und bedeutungsvolle Begegnungen zu haben. Eine Venus im 7. Haus betont die Wichtigkeit einer positiven Beziehung zu anderen Menschen. Dies bezieht sich in der Regel speziell auf deine Beziehung zu einer bestimmten Person, wie zum Beispiel einem Ehepartner, kann aber auch allgemein für andere gelten. Beziehungen können sich nun verbessern oder auch verschlechtern, je nach deinen Fähigkeiten und der jeweiligen Situation. Du hast die Fähigkeit, gute Beziehungen zu fördern und aufrechtzuerhalten. Und dadurch kannst du selbst auch zu Erfolg kommen. Es ist von Vorteil, deine Verhandlungsfähigkeiten zu verbessern und zu lernen, Kompromisse einzugehen, wenn es die Situation erfordert, unabhängig von der Art der Beziehung, in der du dich gerade befindest. Bedenke, dass du deine eigenen Bedürfnisse den Forderungen und Wünschen oder den Erwartungen
deines Partners unterordnen kannst. Deine Wünsche können den Bedürfnissen der Beziehung untergeordnet werden, aber letztendlich ist es immer für beide zum Vorteil. In dieser Zeit kannst du direkt von deinen Beziehungen zu anderen profitieren, vielleicht mehr, als wenn du allein vorgehen würdest. Und dies ist auch eine fabelhafte Zeit, um Gefallen und Unterstützung von anderen zu erbitten. Du erntest im Allgemeinen das, was du gesät hast. Negativ gesehen kann Venus im 7. Haus auch darauf hindeuten, dass du eine Beziehung zulässt, in der deine individuelle Identität unterdrückt wird oder deine persönliche Freiheit eingeschränkt ist. Du besänftigst deinen Partner und tust alles, um ihm oder ihr zu gefallen, anstatt als gleichberechtigte Person zu agieren. Du könntest dich zwischen der Erfüllung deiner eigenen Bedürfnisse und denen der Person, mit der du involviert bist, hin und her gerissen fühlen. Mit Venus im 7. Haus besteht auch die Möglichkeit, neue und bedeutungsvolle Begegnungen zu haben. Du könntest potenzielle romantische Partner oder geschäftliche Partner treffen, die eine positive Rolle in deinem Leben spielen könnten. Insgesamt sind diese 4 Monate eine wunderbare Zeit, Harmonie in deine Beziehungen zu bringen, deine Zusammenarbeit mit anderen zu verbessern und offen für neue Begegnungen zu sein. Für die Fische-Aszendenten wird Venus die nächsten 4 Monate wahrscheinlich durch das 6. Haus laufen. Während Venus durch dein 6. Haus läuft, könntest du ein stärkeres Interesse an deiner Gesundheit und deinem körperlichen Wohlbefinden entwickeln. Du könntest dich mehr für gesunde Ernährung, Fitness und Selbstfürsorge interessieren. Es ist eine gute Zeit, um gesunde Gewohnheiten aufzubauen und auf dein körperliches Wohlbefinden zu achten. Gesunde Menschen können ihre Ernährung umstellen oder ein Training starten, um ihre Energie und körperliche Verfassung zu maximieren. Wenn du krank warst, kann Venus auf eine Rückkehr zur guten Gesundheit oder zumindest auf eine Verbesserung deines derzeitigen Zustandes hinweisen. Die beste Strategie besteht darin, die Gesundheitsroutinen zu praktizieren, die dich wirklich gesund fühlen lassen. Das 6. Haus ist auch das Haus der Arbeit. Und Venus in diesem Haus betont die Bedeutung guter Arbeitsbeziehungen und einer angenehmen Arbeitsumgebung. Während dieser Zeit könntest du positive Veränderungen in deinen Arbeitsbeziehungen erleben. Du könntest dich gut mit deinen Kollegen verstehen und auch eine angenehme Arbeitsumgebung schaffen. Alle Mitarbeiter möchten ein gutes Verhältnis zu ihren Kollegen haben, während Vorgesetzte angenehme Wege suchen werden, um ihr Personal zu motivieren. Unabhängig von deiner Position kannst du von Verhandlungstechniken, Taktgefühl und Diplomatie in Arbeitssituationen profitieren. Wahrscheinlich wirst du nun von anderen am Arbeitsplatz noch mehr geschätzt und anerkannt. Aber Achtung, eine bestimmte Beziehung am Arbeitsplatz könnte besonders wichtig sein und du könntest romantisch mit einem Kollegen oder einer Kollegin involviert sein. Deine Arbeitsumgebung ist genauso wichtig wie das emotionale Klima. Deine Produktivität kann durch vorteilhafte Veränderungen in deiner täglichen Routine gesteigert werden. Es könnten neue Dinge angeschafft werden, um deine Arbeit zu erleichtern. Der Arbeitsplan könnte angepasst werden, um deinen persönlichen Bedürfnissen gerecht zu werden, oder dir könnte eine Gehaltserhöhung gewährt werden. Insgesamt sind diese 4 Monate eine wunderbare Zeit, um deine Gesundheit zu verbessern, deine täglichen Routinen und deine Arbeit harmonischer zu gestalten und dich mit Kollegen liebevoll zu verbinden. Ja, das war's, meine Lieben. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit mit Venus im Löwen. Ich hoffe, du konntest auch hier wieder etwas Wertvolles mitnehmen und bist zu neuen Erkenntnissen und Einsichten gekommen. Ich möchte wieder noch darauf hinweisen, dass in unseren Breitengraden die Häuser nie gleich groß sind und deshalb kann es bei der allgemeinen Deutung zu Abweichungen kommen. Also wenn du ganz genau wissen möchtest, in welcher Zeit Venus deine Planeten und Häuser berührt, empfehle ich dir eine persönliche Beratung bei mir zu buchen. Melde dich dazu einfach per E-Mail
Unten in der Beschreibung findest du alles weitere dazu. Alles Liebe, bis bald.